China, erfolgreicher Startabbruchtest und Booster-Wasserlandung. Starship Super Heavy V3 besteht erste komplette Kryo-Kampagne. Musk dreht die Roadmap, erst Mondstart, dann Mars. ULA Vulcan, wieder Ärger mit einem Feststoffbooster. Ariane 6 ballert erfolgreich unter Maximalschub und Artemis 2 11 enge Startfenster und Wasserstofflaunen. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. China hat mit einem außergewöhnlichen Test gleich 2 zentrale Technologien für die geplante astronautische Mondlandung bis 2030 demonstriert. Beim Start vom Raumfahrtzentrum in Wencheng hob ein Prototyp der neuen Langermarsch 10 mit der neuen nicht besetzten Mengzhou-Raumkapsel ab. Etwas mehr als eine Minute nach dem Start beim aerodynamisch kritischsten Punkt beim Raketenstart Max-Q, da zündeten geplant die Rettungssysteme der Kapsel. Die Mengzhou, die trennte sich wie im Ernstfall dann von einer versagenden Rakete, stieg weiter auf und landete dann am Fallschirm im Meer. Der Booster der Rakete, der setzte seinen Flug ohne Kapsel fort, erreichte den Weltraum, trat dann wieder in die Atmosphäre ein und dann zündet er seine Triebwerke erneut und absolvierte eine kontrollierte propulsive Wasserlandung nahe einem Bergungsschiff. Damit kombinierte China gleich 2 krasse Tests, und zwar den In-Flight-Abort-Test des neuen Raumschiffs und dann erfolgreiche Demonstration der Wiederverwendbarkeit oder einen Schritt dahin mit dieser Wasserlandung. Auch SpaceX hat mit Falcon 9 und Starship weiche Landung im Meer geprobt, bevor es zu echten Landeversuchen auf Schiffen oder an Land kam. Die Mengzhou-Raumkapsel, die wird das neue Raumschiff der chinesischen Raumfahrt sein und soll das derzeit im Einsatz befindliche Shenzhou-Raumschiff mittelfristig ersetzen. Neben Flügen zur Raumstation Tiangong soll sie mehrfach einsatzbar sein und die Crewflüge zum Mond ermöglichen. Die finale Version der Langmarsch 10, jetzt die Rakete, die auch eingesetzt wurde für diesen Test, die wird für den Mond aus 3 Boostern und 21 Triebwerken bestehen. Sie soll bis zu 70 Tonnen in den erdnahen Orbit befördern können. Das ist dann eine Klasse wie die New Glenn derzeit oder die Falcon Heavy. Ja, nicht mehr lang hin, bis auch China das Thema Wiederverwendung von Raketen meistert. Deutlich früher als in Europa hat man dort erkannt, dass SpaceX mit den Raketen die Raumfahrt für immer verändert hat und dementsprechend dann gehandelt und entwickelt. SpaceX hat jetzt den nächsten Entwicklungsschritt beim Starship-System eingeläutet. Erstmals wurde eine Super Heavy Rakete oder ein Super Heavy Booster der neuen Version V3 erfolgreich einer vollständigen Kryo-Testkampagne unterzogen. In einem mehrtägigen Prüfprogramm, da wurden die neuen entwickelten Treibstoffsysteme des Boosters sowie seine strukturelle Belastbarkeit unter realitätsnahen Bedingungen getestet, mit tiefkalten Flüssigkeiten im Sauerstoff- und im Methantank. Laut SpaceX sind die sogenannten Cryo-Proof Operations damit abgeschlossen. Im Fokus stand Booster 19, der nach mehreren Tagen mit Drucktest, Venting-Vorgängen und strukturellen Belastungszyklen nun zurück in die Mega Bay 1 gebracht wurde. Dort beginnt als nächster Schritt die Installation von 33 Raptor 3 Triebwerken und anschließend soll erstmals auf Pad 2 ein Static Fire erfolgen. Ein bedeutender Moment, denn damit würde nicht nur die neue Booster-Generation, sondern auch die modernisierte Startinfrastruktur aktiv erprobt. Von einem möglichen Flug 12 stehen nun klar definierte nächste Schritte an. Ship 39 muss ebenfalls eine vollständige Cryo-Test-Kampagne durchlaufen. Sowohl Booster 19 als auch das Ship werden dann jeweils einen Static Fire-Test absolvieren, bevor es zu einer integrierten Startkampagne kommen kann. Entsprechend dürfte ein Erstflug der V3-Konfiguration realistisch erst in 1 bis 2 Monaten anstehen. Der SpaceX-Chef, der hatte den Start für frühestens 9. März angekündigt. Klar ist schon jetzt, mit Version 3, den neuen Raptor-Triebwerken und Pad 2 hebt SpaceX das Starship-Programm technisch auf die nächste Evolutionsstufe. Hoffentlich ohne die Kinderkrankheiten, die wir 2025 beim Sprung auf V2 gesehen haben. Apropos SpaceX-Chef, Elon Musk hat diese Woche für eine strategische Überraschung gesorgt. Auf X erklärte er, SpaceX habe den Fokus verschoben. Statt zuerst eine autarke Stadt auf dem Mars zu erreichen, soll nun der Aufbau einer sich selbst erhaltenden Stadt auf dem Mond Priorität haben. Musk spricht von unter 10 Jahren bis zu einer wachsenden Mondstadt, während eine Mars-Zivilisation 20 bis 30 Jahre entfernt sei. Das ist schon eine bemerkenswerte Aussage. Bisher war Musk ja immer auf Mars fokussiert. Seit der Gründung von SpaceX 2002 war Mars das ideologische Zentrum des Unternehmens. Wie mir Ex-SpaceXer Hans Königsmann mehrfach versicherte, Musk wollte und will immer schon seit SpaceX-Gründung zum Mars. Nun rückt der Mond als pragmatischer Zwischenschritt in den Vordergrund, was Musk bisher immer als Ablenkung gesehen hatte. Diese neue Priorisierung, die soll mit Sicherheit der NASA und der US-Politik entgegenkommen. Gleichzeitig betont Musk, dass Einnahmen aus Mondaktivitäten das Mars-Projekt sogar beschleunigen könnten. Mars bleibt also das Fernziel, doch der erste urbane Außenposten der Menschheit, der könnte deutlich näher entstehen.
Relativ zeitnah zur Musk-Mondpriorisierung hat man ein Renderbild eines geplanten Massentreibers für Moonbase Alpha veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein elektromagnetisches Beschleunigungssystem, das Nutzlasten von der Mondoberfläche ins All schleudern soll. Ganz ohne klassische Raketenstufen, rein elektrisch. Die geringe Gravitation des Mondes und das Fehlen einer Atmosphäre dort machen ein solches Katapult technisch deutlich realistischer auf dem Mond als auf der Erde. Ziel ist es offenbar, Satelliten, insbesondere die letzte Woche hatte ich darüber gesprochen, KI-gestützten Systeme sowie Baumaterial für orbitale Infrastruktur effizient ins Weltall zu bringen. Denkbar sind gewaltige Solarkraftwerke, Rechenzentren oder sogar industrielle Anlagen im Orbit. Der Mond würde damit zur Rohstoffquelle und Startrampe für eine neue Weltraumökonomie werden. Ja, was bisher nach Science Fiction klang, erhält nun konkrete visuelle Formen. Apropos Science Fiction, die Bücher Delta V und Critical Mass von Daniel Suarez, die kann ich wärmstens empfehlen. Sie nehmen genau diese neue Weltraumökonomie, den Weg dorthin und die Logistik wie Massentreiber zum Anlass, einen spannenden Thriller zu erzählen. Die Person und der Konflikt zwischen amerikanischen Milliardären mit Weltraumambitionen, in den Büchern von Daniel Suarez natürlich frei erfunden und die Ähnlichkeit zu echten Personen rein zufällig. Apropos Wettstreit von Milliardären mit Weltraumambitionen. Ein einziges Bild und plötzlich brodelt die Raumfahrt-Community. Jeff Bezos veröffentlichte auf X kommentarlos das Foto einer Schildkröte. Mehr braucht es nicht. X-Nutzer lieferten sofort die Interpretation, ja, die Fabel von Hase und Schildkröte. SpaceX sei der schnelle, rastlose Hase, ehrgeizig, laut, ständig unterwegs zwischen Marsplänen, KI-Ambitionen und Starship-Explosionen. Und Blue Origin dagegen die Schildkröte, langsamer, methodischer, unbeirrt auf ein Ziel fokussiert, den Mond. Die unausgesprochene Botschaft: wir schlagen euch dort. Elon Musk reagierte überraschend souverän. Es sei durchaus möglich, dass Blue Origin etwas vor SpaceX auf dem Mond lande. Und das sei völlig in Ordnung. Er würde sogar zu den ersten Gratulanten gehören. Doch dann setzte er den strategischen Konter. Entscheidend sei nicht, wer zuerst die Flagge setzte. Entscheidend sei, wer Millionen Tonnen Fracht und Menschen transportieren könne, um eine selbstwachsende Stadt auf dem Mond aufzubauen. In dieser langfristigen Perspektive, so Musk, sei SpaceX vielleicht eher die Schildkröte. Ja, was wie ein Social-Media-Schlagabtausch wirkt, offenbar zwei unterschiedliche Philosophien. Blue Origin positioniert sich klar im Artemis-Programm mit New Glenn und dem Blue Moon Lander. SpaceX verfolgt mit Starship einen radikalen, skalierenden Ansatz, der Mond und Mars gleichermaßen im Blick hat. Was denkst denn du? Wer ist Schildkröte, wer ist Hase und wer ist auf dem richtigen Weg? Schreib's gern in die Kommentare. Bei Blue Origin erlebt eine strategische Grundsatzfrage ihr nächstes Kapitel. Soll die Oberstufe der New Glenn künftig wiederverwendet werden? Ein neu veröffentlichtes Stellenangebot für eine Director of Reusable Upper Stage Development legt nahe, dass das Thema intern wieder höchste Priorität bekommt. Gesucht wird jemand, der eine schlanke Entwicklungsinitiative für eine schrittweise wiederverwendbare GS2-Oberstufe führt, mit einem Gehalt von bis zu $284.000 jährlich. Das ist kein Nebenprojekt. Ja, wen das Thema mehr interessiert, Eric Berger von Ars Technica, den ich sehr schätze, der hat einen umfangreichen Artikel zu dem Thema geschrieben. Allein schon mit Amazon Leo wird es genügend Auslastung für die New Glenn geben und damit wird sich die Wiederverwendung gleich doppelt lohnen. Die US-Regulierungsbehörde FCC, die hat Amazons zweite Generation des Leo-Satellitensystems nun genehmigt. Ein strategischer Meilenstein im globalen Wettbewerb um Satelliteninternet. Laut Amazon umfasst Gen 2 künftig mehr als 7000 Satelliten und erweitert damit Reichweite und Kapazität deutlich über das ursprüngliche System hinaus. Ich möchte mir heute ein bisschen Zeit nehmen, um euch den treuesten Werbepartner von Senkrechtstarter vorzustellen: Gieswein. Gieswein steht seit über 70 Jahren für die Verbindung aus traditionellem Handwerk, innovativer Textiltechnik und den einzigartigen Eigenschaften von Wolle. Was als kleines Familienunternehmen in Tirol begann, hat sich zu einem international geschätzten Spezialisten für natürliche Schuh- und Textilprodukte entwickelt. Im Fokus höchste Qualität, nachhaltige Materialien und ein unvergleichbares Tragegefühl, auch bekannt als die Gieswein-Confornis. Sprich dich direkt an. Mit meinem Code bekommst du 20% Rabatt auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Ob zu Hause oder unterwegs, mit den temperaturregulierenden, atmungsaktiven und geruchsneutralen Schuhen aus molesingfreier Merino-Wolle, da bietet Gieswein ein Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. Dank speziell entwickelter Stricktechniken und flexibler Sohlen passen sich die Schuhe individuell an den Fuß an, weich, leicht und dennoch stabil. Von den klassischen Hausschuhen über meine heiß geliebten Wool-Sneaker bis zu robusten, wasserdichten Wanderstiefeln, Gieswein nutzt die natürlichen Vorteile von Wolle, um moderne, nachhaltige Produkte zu schaffen, die mehr können und gleichzeitig weniger belasten. Gieswein ist mehr als ein Label, Gieswein ist eine Haltung für alle, die Komfort neu denken wollen.
Schön robust und dank Merino-Wolle kuschelig. Mit meinem Code bekommst du 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Gieswein. Das findest du auch unten in der Beschreibung. Bevor wir zu den Starts der Woche kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. In den Raumfahrt-News letzte Woche, da habe ich ja relativ umfangreich über das Problem einer Falcon 9 Oberstufe berichtet. Ja, und auch, was das Aussetzen der Falcon 9 Flüge für den Flugbetrieb der ISS bedeutet. Am Freitagabend letzte Woche, da haben SpaceX und die NASA dann bekannt gegeben, dass der Flugbetrieb der Falcon 9 wieder aufgenommen wird und der Crew-12-Start zeitnah erfolgt. Als Grund nannte SpaceX übrigens für den Fehler der Oberstufe eine Gasblase in der Triebwerkszuleitung. Da ich in Asien war und somit sowohl zu den USA als auch zu meinem Team in Deutschland ein signifikanter Zeitunterschied bestand, war das Thema dann nicht aktuell in den News. Das war eine Ausnahme wegen meiner Asienreise. Ich entschuldige mich für die Verwirrung, die das vielleicht verursacht hat. Außerdem planen wir zeitnah unseren Redaktionsschluss noch näher an die Veröffentlichung zu bringen. Ich hoffe, das macht euch dann ein bisschen mehr Spaß. Die Starts der vergangenen Woche. Am 11.02. da wuchtete eine Falcon 9 von Vandenberg 24 Starlink-Satelliten ins All. Am 12.02. da startete in China eine Smart Dragon 3 von der schwimmenden Plattform im Gelben Meer. 7 Satelliten gingen in den Orbit. Ebenfalls am 12.02. da donnerte eine Proton M vom Kosmodrom Baikonur los, um den russischen Wettersatelliten Elektro L Nummer 5 direkt in eine geostationäre Umlaufbahn zu schießen. Auch am Donnerstag, da sollte die neue Vulcan von ULA einen Erfolg feiern. Hinsichtlich der Nutzlast war das auch so. Mit der Mission US Space Force 87 wurden 2 hochsensible Überwachungssatelliten für das US-Militär präzise ins All gebracht. Ja, aber es gab einen Zwischenfall. Beim Start kam es offenbar erneut zu einem ernstzunehmenden Zwischenfall an einem der 4 Feststoffbooster. ULA selbst sprach kurz nach dem Abheben lediglich von einer Beobachtung früh im Flug und betonte, dass Kernstufe, Oberstufe und Nutzlast weiterhin eine nominale Flugbahn verfolgten. Doch Videoaufnahmen und Analysen aus der Community zeigten ja ein deutlich anderes und kritischeres Bild. Auf der rechten Seite des Fahrzeugs, da war klar ein seitlicher Brenngasaustritt aus einem der Feststoffbooster zu erkennen. Das weckt böse Erinnerungen an den zweiten Flug der Vulcan im Oktober 24. Damals fiel die Düse eines der Feststoffraketenbooster ab, was zu einem Trümmerwolke in der Abgasfahne führte. Trotz der Anomalie erreichte die Vulcan damals die Zielumlaufbahn. Die Anomalie an der Düse, die wurde damals auf einen Herstellungsfehler an einem Isolator im Innern der Düse zurückgeführt. Eigentlich wollte ULA ja 2026 mit der Vulcan 16 bis 18 Flüge absolvieren. Der Start diese Woche war erst der erste für 2026. Ebenfalls mit 4 Feststoffboostern gestartet ist ebenfalls am Donnerstag die Ariane 6.4. Sehr wichtiger Start für die Ariane. Das erste Mal in der stärksten Konfiguration mit 4 Feststoffboostern für den größten kommerziellen Kunden Amazon. Gestartet wurde natürlich von Kourou in Französisch-Guyana. Am 13. Februar ist um 11.15 Uhr deutscher Zeit eine Falcon 9 vom Space Launch Complex 40 der Cape Canaveral Space Force Station gestartet. Ziel die ISS. Die Mission Crew 12, die 12. operationelle Crew-Rotation im Rahmen des Commercial Crew-Programms von NASA und SpaceX, die ist losgegangen. Freitag der 13. war da wohl kein Böses um. An Bord der Crew Dragon die Kommandantin Jessica Meir sowie der Pilot Jack Hathaway, beide von der NASA, und mit Sophie Adenau die erste Karriereastronautin der ESA aus der Auswahl von 2022. Während Jack und Sophie Weltraumneulinge sind, ist Jessica Meir vorher bereits Soyuz geflogen. Außerdem dabei Roskosmos-Kosmonaut Andrei Fedyaev. Er ist übrigens der einzige Crew Dragon Erfahrene in der Crew 12. Er war bereits mit Crew 6 zur ISS gereist. Das dürfte eine Rolle bei seiner Auswahl für diesen Flug gespielt haben. Eigentlich sollte Oleg Artmirjew mit Crew 12 ins All fliegen. Er wurde aber kurzfristig von Roskosmos von dem Flug gestrichen. Laut The Insider soll er bei SpaceX mit seinem Handy unter anderem Triebwerke fotografiert haben und diese Bilder unerlaubt aus den USA exportiert haben. Dazu gibt's aber keine offizielle Bestätigung von NASA oder Roskosmos. Oleg Artmirjew, der stand 2022 bereits im politischen Fokus, als er kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gemeinsam mit dem Rest der russischen ISS-Besatzung mit einer anti-ukrainischen Flagge posierte. Noch nicht passiert, während ich das hier aufnehme, am Valentinstag, am Samstag, da möchte sich SpaceX mit 25 Starlink-Satelliten selbst beschenken, gestartet aus Vandenberg. Die britische Raumfahrtindustrie, die steht vor einem Wendepunkt. Nach dem Insolvenzantrag von Orbex bringt sich nun das ebenfalls britische Startup Skyrora als potenzieller Retter in Stellung. Skyrora prüft den Erwerb ausgewählter Vermögenswerte aus der Insolvenzmasse, darunter den strategisch bedeutenden Raumhafen in Sutherland in Schottland. Bis zu 10 Millionen Pfund will das Unternehmen investieren, vorbehaltlich der Gespräche
mit den eingesetzten Administratoren sowie einer umfassenden rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung. Im Januar, da hatte André Parsonson von European Spaceflight darüber berichtet, dass die deutsch-französische Exploration Company über den Erwerb von Orbex in Verhandlungen steht. Es ist wohl noch nichts entschieden, doch der mögliche Asset-Deal, der könnte verhindern, dass der Traum von einer eigenständigen britischen Orbitalrakete mit Orbex denn endgültig endet. Bevor wir zu den Artemis News kommen, eine kleine, aber wichtige Korrektur zur letzten Woche. Beim Thema Wasserstoffleck am SLS, da habe ich es mir physikalisch etwas zu einfach gemacht. Molekularer Wasserstoff, der ist zwar das kleinste Molekül, aber ein einzelnes Heliumatom ist tatsächlich kleiner als ein Wasserstoffmolekül. Genau, deshalb nutzt man Helium auch bei Dichtigkeitstests, weil es noch schlüpfriger ist als Wasserstoff. Wenn man Helium tatsächlich sogar noch weiter abkühlt, kann Helium sogar zum Superfluid werden, das überhaupt keine Reibung mehr kennt. Aber zurück zum Wasserstoff und noch ein technischer Punkt. Neben der schwierigen Abdichtung spielt bei kryogenem Wasserstoff auch die sogenannte Wasserstoffversprödung eine Rolle. Wasserstoff kann in Metallgitter eindringen und Dichtflächen mikroskopisch schwächen. Ja, ich bitte meinen Fehler letzte Woche zu entschuldigen und danke allen, die das unter dem Video angemerkt haben. Nach der vorzeitig abgebrochenen ersten Wet Rest Rehearsal nimmt die NASA einen zweiten Anlauf für Artemis 2 ins Visier. 2 Dichtungen, die wurden ausgetauscht und zusätzliche Labortests sollen das Verhalten der betroffenen Struktur unter realistischen Bedingungen noch einmal vor der nächsten Generalprobe testen. Bei dieser nächsten großen Wet Rest Rehearsal werden die Abläufe spürbar angepasst. Die Orion-Luke, die bleibt erstmal geschlossen. Es werden auch keine Close-Out-Crews mehr zum Pad fahren. Der Crew-Access-Arm, der wird auch im Terminal Count nicht eingezogen und sowohl vor als auch nach dem Betanken sind jeweils 30 Minuten zusätzliche Holds eingeplant. Mehr Zeit für Troubleshooting, weniger Zeitdruck. Besonders interessant, intern ist von einem Net-Launch-Datum am 3. März die Rede, das sogar einen Tagesstart ermöglichen würde. Offiziell ist nichts bestätigt und alles hängt davon ab, wie dann die Wet Rest Rehearsal läuft. Ja, die Orbitalmechanik, die setzt enge Grenzen für Artemis 2. Artemis 2 kann im März und April zusammen lediglich an 11 Tagen starten. 5 Termine im März, 6 im April, jeweils mit rund 2-stündigem Startfenster. Der Grund, der liegt in der präzisen Abstimmung von Flugbahn, Energieversorgung und Rückkehrprofil. Das Space Launch System bringt Orion zunächst in eine hohe Umlaufbahn, wo Crew und Bodenteams Systemchecks durchführen, bevor dann der Translunar Injection Burn exakt zur richtigen Erdmondgeometrie erfolgen muss. Zusätzlich darf Orion während der Mission nicht länger als 90 Minuten am Stück im Erdschatten liegen, damit dann die Solar Arrays genügend Strom erzeugen und die Thermalkontrolle stabil bleibt. Auch das geplante Free Return Profile, bei dem die Kapsel den Mond umrundet und ohne weiteren großen Triebwerksimpuls zur Erde zurückkehrt, sowie der präzise Wiedereintrittskorridor schränken die möglichen Termine ein. Erst wenn die zweite Generalprobe erfolgreich abgeschlossen ist, dann wird die NASA offiziell eines dieser raren Zeitfenster anvisieren. Nach 50 Tagen im Amt setzt der neue NASA-Administrator Jared Isaacman ein deutliches Signal. Nach Auswertung tausender Mitarbeiterrückmeldungen soll die Behörde strategisch neu ausgerichtet werden. Im Zentrum steht die Rückbesinnung auf klassische Kernkompetenzen, technische Exzellenz, Ingenieurskunst und operative Stärke. Bemerkenswert ist vor allem die angekündigte Einsparsumme. Bis zu 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr will die NASA durch strukturelle Anpassung und eine bessere Ressourcenfokussierung freisetzen. Dieses Geld soll jedoch nicht einfach gekürzt, sondern gezielt in neue Missionen investiert werden, in wissenschaftliche Projekte mit weltveränderndem Potenzial. Die NASA vollzieht auch einen bemerkenswerten Kurswechsel. Künftig dürfen nämlich Astronautinnen und Astronauten moderne Smartphones, darunter aktuelle iPhones, offiziell mit ins All nehmen. Wie NASA-Administrator Jared Isaacman bekannt gab, gilt das jetzt schon auch für Crew 12 und dann auch für Artemis 2, den ersten astronautischen Mondflug seit Apollo. Offiziell sollen die Handys dabei unterstützen, Outreach zu machen, also praktisch die Flüge Öffentlichkeit wirksamer zu vermarkten. Der NASA-Administrator Isaacman, der kann dazu auch aus eigener Erfahrung sprechen. Bei den von ihm finanzierten privaten Flügen von Inspiration 4 und Polaris Dawn, da hat man auch auf iPhones gesetzt. Für Artemis 2 waren bislang unter anderem eine Nikon-Spiegelreflex aus dem Jahr 2016 und teils über 10 Jahre alte GoPros vorgesehen. Mit der beschleunigten Qualifikation moderner Smartphones will die NASA zeigen, dass sich Prozesse hinterfragen lassen, ohne an der Sicherheit Abstriche zu machen. Auf den nächsten großen Etappen der Raumfahrt mit Crew senden die USA und Europa ein klares Signal der Geschlossenheit. Jared Isaacman begrüßte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher im NASA-Hauptquartier und unterstrich dabei die zentrale Rolle Europas für die amerikanischen Mondpläne. Ja, während die NASA ihre Rückkehr zum Mond vorbereitet, bleibt die ESA laut Isaacman ein Key-Partner und
Im Artemis-Programm wird auch weiter die Deep Space-Vorhaben vorantreiben. Das ist mehr als diplomatische Symbolik. Europa liefert ja mit dem Orion-Service-Modul ein unverzichtbares Element für jede SLS-Mission und ist maßgeblich im Aufbau des Lunar Gateway beteiligt. Ohne ESA-Beiträge würde die aktuelle Mondarchitektur in ihrer geplanten Form nicht funktionieren. Zugleich zeigt das Treffen, trotz politischer Debatten über Budgets, Prioritäten und Zeitpläne, setzen beide Seiten auf langfristige Kontinuität. Die verbleibende Lebensdauer der ISS wird zunehmend genutzt, um private Anbieter fit für die Zeit nach 2030 zu machen. Genau dort will VAST ansetzen. Mit Haven 1 plant das Unternehmen ja ab 2027 die erste eigene kommerzielle Raumstation. Später soll Haven 2 als dauerhaft besetzte Station die ISS perspektivisch beerben. VAST wird aber vorher erst einmal Astronauten zur internationalen Raumstation schicken. Das US-Unternehmen hat von der NASA gerade offiziell die Erlaubnis für eine private Astronautenmission erhalten. Der Start ist ab Sommer 2027 von Florida aus geplant. Geflogen wird dann mit Falcon 9 und Crew Dragon, also mit SpaceX. Für VAST ist das kein gewöhnlicher ISS-Flug, sondern ein strategischer Meilenstein auf dem Weg zur eigenen Raumstation, die ja sowohl von SpaceX gestartet als auch dann mit Crew Dragon besucht werden soll. Hinter jedem Start, da steht eine Crew. Und unsere Crew, das sind die Senkrechtstarter-Schutzengel. Danke an jeden einzelnen von euch, der diesen Kanal durch seine Unterstützung auf Kurs hält. Du willst auch mithelfen, die Faszination Weltraum weiter zu verbreiten? Dann werd Kanalmitglied, Link direkt unter dem Video. Damit sicherst du dir nicht nur einen Platz in der ersten Reihe mit Vorabzugriff auf alle Videos, sondern schaltest auch die Werbung komplett aus. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche. Am Montag, 15.02. Da schießt SpaceX wahrscheinlich 29 Starlinks von Cape Canaveral. Dienstag, 16.02. auch Cape Canaveral, auch Starlinks. Da könnte es spannend werden. Der Booster könnte eine neue Rekordzeit aufstellen für Turnaround. Am Mittwoch wechselt das Geschehen an die Westküste. Vandenberg, da werden 25 Starlinks gestartet. Am Donnerstag, nach dem Fehlschlag von April 2025, wagt Firefly Aerospace mit der Mission Stairway to 7 den Return to Flight. Am Samstag geht die Starlink-Show in Vandenberg weiter und der Wochenabschluss wahrscheinlich dann am Sonntag auch Starlinks von Cape Canaveral. Und hier nochmal ein Shoutout an den Senkrechtstarter-Partner Gieswein aus Österreich. Mit meinem Code gibt's 20% auf das gesamte Sortiment. Findest du auch in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Das neue Video der Impulsfabrik, das verlinke ich dir. Hier müsste es hin. Wenn du es noch nicht gemacht hast, gerne ein Abo dalassen. Würde mich freuen. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.